Also Yakupacha ist eine Gesellschaft zum Schutz wasserlebender Säugetierarten. Früher war es Südamerikas, heute haben wir es ein bisschen erweitert, Lateinamerikas. Und wir existieren schon seit 25 Jahren. Der Name stammt aus der Quechua-Sprache und heißt Wasserwelt. Damit wollen wir ein bisschen diese Verbundenheit mit der lokalen Bevölkerung einfach zum Ausdruck bringen. Und unsere 3 Schwerpunkte ist im Grunde Forschung und ich glaube nichts, was nicht wissenschaftlich irgendwie erforscht oder bewiesen wurde. Und deswegen glaube ich immer noch, dass wenn wir langfristig im Natur- und Artenschutz Erfolg haben wollen, brauchen wir viel mehr Forschung, als momentan praktiziert wird. Und deswegen unterstützen wir sehr viele Forschungsprojekte in Südamerika. Und letztendlich fließen diese ganzen Ergebnisse auch in Naturschutzmaßnahmen, Artenschutzmaßnahmen. Zum Beispiel in Brasilien waren wir maßgeblich beteiligt an der Novellierung des Fischereigesetzes. Das heißt, wir haben ein neues Fischereigesetz, was im Grunde hauptsächlich die Küstenfischerei reguliert, und haben Fischereisperrgebiete durchgesetzt. Also das ist schon mal sehr, sehr interessant und das ist gut. Man hat ein Gesetz, jetzt muss man aufpassen, dass man das auch einhält, aber letztendlich ist die Ergebnisse, Forschungsergebnisse von 20 Jahren haben letztendlich die Politiker überzeugt, dass man ein neues Fischereigesetz benötigt. Es war nicht, die Erzählung von Leuten, dass da 3 Delfine wieder gestorben sind oder so etwas, sondern das waren Fakten, das waren wissenschaftliche Ergebnisse letztendlich, die dazu geführt haben, dass man heute ein neues Gesetz hat, und das finden wir auch sehr gut. Oder zum Beispiel in Chile, wo wir im Grunde beratend der Regierung zur Seite stehen, wenn es um den neuen Küstennutzungsplan geht im Süden Chiles. Also das sind so ein bisschen, wo wir auch Forschungsergebnisse mit reinbringen, um letztendlich den Regierungen zu helfen, um Artenschutz und Naturschutz zu praktizieren. Und das Letzte ist Umweltpädagogik. Also das A und O des ganzen Artenschutzes ist, dass wir die Leute überzeugen von dem, was sie vor Ort haben. Also es bringt überhaupt mal nichts, wenn wir hier in Europa oder wenn in Brasilien in den Universitäten wunderschöne Artenschutzpolitik betrieben wird und die Leute, die vor Ort mit den Tieren zu tun haben, von denen wir überhaupt mal nichts wissen. Und das ist einer der größten Probleme, die wir manchmal haben, dass man sehr viel Forschung und sehr viele tolle Sachen macht. Aber wenn man den Leuten, die dort mit den Tieren im Alltag zu tun haben, nicht erzählt, was man da macht, bringt das überhaupt nichts. Und da legen wir sehr, sehr großen Wert drauf. Wir haben Bücher veröffentlicht, wir haben Kurse gemacht, wir haben Workshops organisiert. Wir gehen in Schulen, wir gehen in Fischereigemeinden, um den Leuten zu erzählen, was wir machen und warum wir das machen. Also das ist so ein bisschen eine Zusammenfassung von dem, was und wie Yakupacha arbeitet. Einer unserer letzten Projekte, die wir jetzt vor kurzem gestartet haben, ist die Rettung des Vaquita, dieser kalifornische Schweinswal. Und wir sind erst letztes Jahr im Juni aufgestiegen auf diese Vaquita-Euphorie und diese Vaquita-Schutzkampagne. Aber wir als Gesellschaft verfolgen das Schicksal dieses Tieres schon seit über 20 Jahren. Und ich kenne höchstpersönlich Lorenzo Rojas Bracho. Das ist der Wissenschaftler, der am meisten mit der Vaquita gearbeitet hat und der letztendlich die ganzen Erkenntnisse auch gewonnen hat, die letztendlich zu unserem heutigen Kenntnisstand führen. Und ich kann mich erinnern, dass jedes Mal, wenn wir uns auf Tagungen getroffen haben, dann gab es noch 400, dann gab es nur noch 300, gab es nur noch 200, gab es 100. Und heutzutage haben wir die dramatische Situation, dass wir nur noch sehr wenig Tiere haben. Wir wissen überhaupt nicht, also letztes Jahr ging man von 30 Tieren aus, jetzt hat die Totoaba-Saison wieder angefangen. Und das ist möglich, wenn diese Saison vorbei ist, dass wir ganz nur noch 10 Tiere, 15 Tiere haben. Und das ist im Grunde ein trauriges Beispiel von etwas, was im Natur- und Artenschutz passiert. Also es gibt 2 Fakten. Das erste ist, es ist ein charismatisches Tier und deswegen jeder achtet darauf. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass in Mexiko, dort wo der Vaquita lebt, viele andere Tierarten in derselben Situation sind und keiner kümmert sich darum, weil es keine charismatische Tierart ist. Das heißt, wir müssen den Vaquita benutzen als
also ein bisschen Botschafter für den Schutz von Ökosystemen und allgemein, um die Leute nochmal darauf aufmerksam zu machen. Der Vaquita ist einer von vielen, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren verschwinden werden. Und deswegen müssen wir jetzt irgendwie was unternehmen. Und es gab ja letztes Jahr, hat man ja im Oktober versucht, diese letzten Tiere zu fangen. Das hat leider nicht funktioniert und es ist auch richtig, dass sie das jetzt unterbrochen haben, dass man das im Grunde jetzt erstmal nicht mehr machen wird. Man hat das jetzt gestoppt, diese ganze Fangaktion. Und momentan ist es aber so, und viele glauben, okay, damit ist das Thema, das Schicksal der Vaquita besiegelt. Und da müssen wir einfach wieder gegensteuern. Das ist noch nicht, dieses Tier hat das noch nicht jetzt ausgestorben. Wir haben immer noch Tiere, die da vorhanden sind. Wir müssen nur dringend schnell irgendwie was tun. Wir brauchen Geld, wir brauchen Menschen, die überzeugt sind, dass man da auch noch was machen kann. Wir brauchen ein bisschen Optimismus in der ganzen Geschichte und ich bin zuversichtlich, dass man diese Tierart auch noch retten kann, aber wir müssen dringend was tun. Und momentan, ich habe schon erwähnt, einer der wichtigsten Punkte ist, wir müssen den Menschen, die dort vor Ort dieses Tier haben, auch klar machen, wie wichtig der Vaquita ist für den weltweiten Artenschutz. Und daran arbeiten wir als Yakupacha hier in Europa. Wir haben versucht, die EASA zu gewinnen, die WASA zu gewinnen. Selbst hier auf der Boot haben wir jetzt mit vielen Firmen zusammengearbeitet. Wir versuchen jetzt Strategien zu entwickeln, wie wir letztendlich die Vaquita hier in Europa bekannter machen können. Und kann sein, um Menschen zu sensibilisieren, die kann sein, irgendwie was unternehmen oder uns Geld geben, um letztendlich diese letzten Tiere zu retten. Und einer der wichtigsten Sachen, die wir jetzt erstmal brauchen, ist, wir müssen die Leute, es muss einfach Citizenship Involvement, also wir müssen im Grunde die Leute, die vor Ort sind, in den Ensenada leben, die müssen sich identifizieren mit dieser Tierart, da sind wir weit davon entfernt, weil viele sind Fischer und die haben was gegen den Schutz der Vaquita, möglicherweise, weil dadurch sie nicht mehr fischen dürfen. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Das sind diese Konflikte, die wir versuchen müssen irgendwie zu lösen. Immer in Kooperation mit der mexikanischen Regierung und mit verschiedenen NGOs, die auch daran beteiligt sind. Das zweite ist die Überwachung des ganzen Areals. Das muss ein bisschen strikter gemacht werden. Das muss überprüft werden, ob dieses Fischereisperrgebiet und dieser Verbot irgendwie eingehalten wird. Und da müssen wir einfach Druck auch ausüben auf die mexikanische Regierung, dass sie ein bisschen auch mehr unternimmt, um letztendlich, in dieses Gebiet gut zu schützen. Die mexikanische Regierung, muss man sagen, hat schon sehr, sehr viel getan. Die haben alleine für diese erste Aktion $3 Millionen gleich bereitgestellt, um diese Vaquita-Aktion zu unterstützen. Und die sind heute noch sehr direkt über den Präsidenten und über das Ministerium stark involviert und werden alles Mögliche tun, um diese Tierart zu erhalten. Und das nächste ist, wir müssen sehen, wie viele Tiere es gibt. Heutzutage können wir das im Grunde durch Monitoring-Aktivitäten überprüfen. Wir können durch Seabots, das ist über akustische Methoden, das heißt Hydrophone, die man im Wasser in einem bestimmten Abstand versenkt. Aufgrund der akustischen Signale können wir schätzen, wie viele Tiere es noch gibt. Und wir sollten auch das Areal, was momentan jetzt im Auge steht, sollte man auch ein bisschen erweitern. Gibt es auch außerhalb dieses Vaquita Sanctuary, dieses Ursprungsgebiet, auch noch Vaquitas. Da müssen wir einfach mal sehen, ob da noch ein paar Tiere vorhanden sind. Und gut, das sind im Grunde momentan die wichtigsten Aktionen, die wir jetzt unterstützen müssen und wo wir dringend auch Geld brauchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.